Hallo meine lieben Gamer! Logitech bringt endlich den Nachfolger des erfolgreichen Logitech G29 Lenkrads raus. Und in diesem Video schauen wir uns alle Infos zu dieser Ankündigung an. Los geht's! Und das hier ist es, das G923 oder 923, das es in zwei Versionen gibt. Einmal für die PlayStation 4 und einmal für die Xbox One. Beide Varianten gehen dann auch am PC offensichtlich. Offizieller Verkaufspreis 400 €, aber aktuell mit reduzierten Mehrwertsteuersatz eben 388,95 ist ab jetzt vorbestellbar und soll im August noch auslieferbar sein. Und wenn ich mir das Teil anschaue, fallen mir gleich mal vor allen Dingen eins auf. Das fällt euch vielleicht auch auf. Das ist jetzt hier der Vorgänger. Und die neuen Lenkräder, oder das neue Lenkrad, das 923, sieht doch genauso aus. Es ist äußerlich, bis auf ein paar Farbnuancen, eigentlich identisch. Das ist irgendwie echt interessant, weil eigentlich das G29 ist jetzt eigentlich schon 5 Jahre alt. Es ist auch das glaube ich zumindest, das meistverkaufte Lenkrad am Markt. Entsprechend erfolgreich, allerdings eben auch schon, eben 5 Jahre alt. Jetzt schauen wir uns aber trotzdem mal das Ding genauer an. Es heißt hier, spüre die Rennsimulation der Zukunft. Es gibt hier zumindest drei Verkaufsargumente. Das erste ist True Force, dazu kommen wir gleich. Das Force Feedback der neuesten Generation. Eine Premium-Konstruktion aus Aluminium, Stahl und Leder. Im Grunde, das ist eigentlich genau dasselbe, was im G29 auch schon ist. Wir haben Radspeiche, die Radspeiche ist aus Aluminium, der Lenkradbezug ist Kunstleder und der Rest ist Plastik. Das haben wir übrigens auch schon. Ja? Auch die Basis ist Plastik, die Basis ist auch identisch zum bisherigen Modell. Dann haben wir jetzt als erstes, kümmern wir uns mal um das True Force, das uns hier Rennfahrer Fernando Alonso hier präsent macht oder schmackhaft machen will. Und dazu heißt es, zum Thema True Force, heißt es, spüre das E-Racing der Zukunft. Ja, also Achtung Leute, es kommen ein paar so ein bisschen nebulöse Begriffe, wo ich immer noch nicht so genau die ganze Technik einordnen kann, aber es kommt zumindest gleich noch ein Diagramm, dann wissen wir es ein bisschen besser. Also zunächst haben wir eine Abfragerate von einer Tausendstel Sekunde. Das ist echt gut. Und entsprechend reaktionsschnell ist auch das Lenkrad. Das heißt, es agiert sehr, sehr schnell, es reagiert sehr schnell. Ich weiß allerdings nicht, wie da die Vergleichswerte sind zu anderen Lenkrädern. Wie schnell reagieren die? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Wir haben bei der Spielphysik eine direkte SIM-Integration. Das bedeutet eigentlich überhaupt nichts. Und dann haben wir mein Lieblingswort, das nennt sich hier Vibrotaktil. Das klingt so interessant, da habe ich schon wieder Bock drauf, was auch immer das ist. Dann heißt es hier Force Feedback revolutioniert. Und jetzt ist das ja immer die ganz große Frage, was für eine Technik hat so ein Lenkrad verbaut? Und da gibt es im Grunde, sagen wir mal, grob 3 Techniken auf dem Markt. Das erste ist ein Zahnstangentrieb bzw. Zahnradtrieb, das eben im G29 drin ist und das auch dafür sorgt, dass das Lenkrad relativ laut ist. Dann gibt es einen Riementrieb, der beispielsweise in den Thrustmaster Lenkrädern verbaut ist oder auch bei den Fanatec's. Das ist ein bisschen mehr laufruhig und da kann auch ein bisschen mehr Kraft rauskommen bzw. übertragen werden. Und dann gibt es natürlich die führende Technologie, nämlich Direct Drive, wo der Motor direkt an das Lenkrad dran gedockt wird, was allerdings sehr, sehr kompliziert ist von der Motorsteuerung und entsprechend teuer. Jetzt hat Logitech da irgendwie sozusagen eine 4. Technik sich entwickelt und die machen das folgendermaßen. Es gibt 2 Force-Feedback-Motoren in dem Gerät, hier links und rechts. Und die sind über ein großes Zahnrad mit dem Wheel verbunden. Das sind jetzt keine Zahnräder dazwischen, da ist auch kein Riemen dazwischen. Das wäre natürlich typisch für ein Lenkrad, dass ein Riemen hier dazwischen wäre, aber sie übertragen das quasi direkt von einem Zahnrad aufs andere. Und das sollte eigentlich dafür auch sorgen, dass das Teil schneller reagiert, schneller entsprechend Force-Feedback wiedergibt. Bei True Force dagegen gibt es eine Hochgeschwindigkeits-Echtzeit-Haptik, die von chirurgischen Force-Feedback-Systemen abgeleitet ist. Mit genügend Bandbreite, um detaillierte Spielphysik direkt auf ihrem G923 zu liefern. Trotzdem ist jetzt hier noch nicht so richtig erklärt, warum das jetzt so besser ist. Es steht hier noch, dass das Ganze intern, das ist auch ein super Wort oder eine super Formulierung, ein direkt gerendertes kinästhetisches und taktiles Force Feedback.
Intern mit 4000 Hertz berechnet, das direkt an das G23 und sorgt für für ein echtes Rennerlebnis. Wie gesagt, ich denke, Ansprechverhalten extrem schnell und Reaktionszeit entsprechend niedrig. Und damit soll man auch fein abgestimmte Nuancen spüren, wie Vibrationen, die Straßenoberfläche, Geländeveränderungen, Reifenkontakt, Wetter und so weiter. Sogar das Wetter soll man spüren am Lenkrad. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze wirklich in der Praxis aussieht. Ich habe das Gerät noch nicht da und ich hoffe, ich habe es dann mal bald da. True Force wird bisher von 3 Spielen unterstützt. Grid, Assetto Corsa Competizione und Gran Turismo Sport. Das heißt, das ist eine Technik, die muss speziell vom Spiel unterstützt werden. Natürlich wird das Lenkrad natürlich mit allen möglichen gängigen Rennspielen funktionieren. Da gibt es auch eine Liste auf der Logitech-Seite, mit was das Ganze funktioniert. Wie Dirt Rally, die ganzen F1-Spiele, die Assetto Corsa, den Landwirtschaftssimulator auch, GT Sport, Grid, Need for Speed, Heat und Payback, Project Cars 1 und 2, ich denke auch für Teil 3 garantiert auch, für SnowRunner, für Spin Tires, Mud Runner, für The Crew 2, V-Rally und die WRC-Teile. Ja, das ist doch schon mal eine schöne Liste, weil das ist natürlich der große Vorteil, wenn ein Spiel ein Lenkrad unterstützt, dann wird das G29 auf jeden Fall unterstützt und in dem Fall würde ich auch sagen, dass das G923 unterstützt wird. Und was auch noch ist, ein Doppelkupplungssystem, eine programmierbare Doppelkupplung, ermöglicht schnelleres Abfahren von der Startlinie mit ihnen unterstützten Spielen. Das verwirrt mich jetzt leicht, weil es wird nicht gezeigt, dieses Doppelkupplungssystem. Normalerweise das Doppelkupplungssystem ist eine zusätzliche Taste, meistens auch am Wheel direkt, dass man das irgendwie entsprechend schleifen lassen kann, so wie bei einigen, ich sage jetzt mal High-End-Lenkrädern gibt es das System. Problem ist, das wird hier nicht gezeigt und auch nicht erklärt, wie es funktionieren wird. Und ansonsten progressives Bremspedal. Jetzt schauen wir uns mal an. Wir haben hier das G29 die Pedalerie mit den 3 Pedalen. Und wir haben jetzt bei dem neuen Gerät genau dieselben Pedale. Es sind exakt dieselben Pedale. Bloß, dass hier noch gesagt wird, dass das Bremspedal progressiv ist, was logisch ist, dass man, je mehr man draufdrückt, dass es umso schwieriger einzudrücken ist. Es heißt hier dummerweise nicht, dass es eine Load Cell hat oder ähnliche Technik, sondern ich denke, das Ganze wird wieder mit Federn gedämpft werden. Und mal gucken, es heißt hier ein druckempfindliches Bremssystem. Und da denke ich, da wird es auch in Sachen Technik nichts Neues verbaut sein. Vielleicht ist das noch eine bisschen stärker agierende Bremse. Vielleicht brauchen wir einfach ein bisschen mehr Bremsdruck, damit wir auf die Bremse steigen können. Vielleicht gibt es endlich ein bisschen mehr Gefühl in der Bremse, was auch super wichtig ist beim Racing. Mal gucken. Und wir haben eine eingebaute Drehzahlanzeige. Das ist allerdings auch nichts Neues. Das G29 hat diese Drehzahlanzeige auch bereits drin. Nur, dass jetzt neuerdings die Farben anders sind. Also anders angeordnet. Wir haben jetzt eben grün, rot, blau. Ja, das ist jetzt mal von dem neuen Logitech-Lenkrad, meine lieben Leute. Also was mir jetzt auffällt, dass es wie gesagt extrem ähnlich zum G29 ist. Jetzt kommt es nur darauf an, wie gut es sich anfühlt, das Force Feedback. Weil ansonsten ist das Upgrade hier bisher sehr, sehr moderat ausgefallen, sagen wir es mal so. Das ist ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen konservativerer Ansatz, weil natürlich Logitech auf das Erfolgsmodell baut und das eben ganz dezent upgradet. Und das, meine lieben Leute, das ist jetzt mal von diesem Video und dieser Ankündigung zum G923. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Ihr könnt das Ganze gerne abonnieren und ein Gefällt mir da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder auf diesem Kanal. Macht's gut, bis dahin.